Ja, herzlich willkommen aus Köln hier von ZB Med zu unserer Informationsveranstaltung, zu unserer offenen Publikationsdatenbank für die Lebenswissenschaften. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen interessiert sind daran, wie wir uns das vorstellen und mit uns diskutieren möchten. Der erste Teil dieser Veranstaltung, also unsere Informationen, nicht Ihre Fragen später, wird aufgezeichnet und ist später dann auch auf dem ZB Med YouTube-Kanal einsehbar. Und dort werden die Texte auch auf Englisch übersetzt werden. Und zusätzlich werden wir Ihre Fragen und auch unsere Antworten dann zeitnah auf der Projektwebseite schriftlich dokumentieren. Also dort bauen wir dann sukzessive eine Q&A-Section auf. Und die Adresse zu der Projektseite, die hatte ich vorhin schon mal in den Chat geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man die vielleicht noch mal reinschreiben muss, weil dann die Leute, die später gekommen sind, die dann auch sehen können. Das holen wir dann gleich noch mal nach, dass ich die noch mal gleich in den Chat schicke. Yeah, and as you may have already noticed, this event will be conducted in German. However, a recording of the event will be available for streaming on YouTube soon, and it will include English translations. We are also considering hosting a second event in English at a later date, maybe within a month. And unfortunately, this first event is going to be in German. But if you understand German, you can just stay in the room and enjoy the information. And if you would like to ask questions or provide a comment later on in English, feel free to do so. So we're happy to communicate in English with you in the discussion later on. Ja, und damit möchte ich dann auch unser Projektteam vorstellen. Ich selber, mein Name ist Eva Seidelmeier, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Datenqualität bei ZB Med und Teil des Projektteams. Ich darf heute moderieren und neben mir sind noch weitere Personen des Projektteams anwesend, die alle verschiedene Kompetenzen auch mit einbringen in die Thematik. Zunächst Frau Dr. Miriam Albers, die den Bereich Bibliothek bei ZB Med leitet. Vielleicht kann die kurz mal winken, aber Sie werden sie auch gleich sehen. Und dann Professor Konrad Förstner, er leitet den Bereich Data Science and Services und die beiden werden dann auch gleich die Einführungspräsentation halten. Außerdem sind noch anwesend und später offen für Ihre Fragen Petra Labriga für den Bereich Erwerbung und Konsortialstelle und außerdem Dr. Klaus Lippert, er leitet den Bereich Discovery Services bei uns bei ZB Med. Und außerdem begrüße ich auch noch unser Direktorenteam, Franziska Fischer und Professor Rippold Schumann, die auch noch dabei sind heute in der Veranstaltung. Ja, nach der kurzen Einführung, die wir jetzt gleich hören, so circa 15 Minuten, können wir dann in die Diskussion kommen und dann hoffen wir auf Ihre Fragen. Und wenn Sie jetzt schon während des Inputs Fragen haben, können Sie die am besten in den Chat schreiben und dann gehen wir die im Anschluss durch. Und damit übergebe ich auch schon an Miriam Albers und Konrad Förstner für den kurzen Input. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Eva. Wir wollen dann auch gleich starten. Also herzlich willkommen auch nochmal von uns. Wie schön, dass Sie da sind und sich unsere Ideen anhören. Wir haben verschiedene Teile vorbereitet, Herr Förstner und ich. Zunächst wollen wir einmal, dass wir alle den gleichen Stand haben. Also von welcher Ausgangssituation gehen wir von ZB Med aus und dann halt, welchen konkreten Antrag stellen wir uns vor und wie geht es danach weiter? Und wie gesagt, danach sind wir sehr gerne offen für Ihre Fragen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber das ist jetzt ein Zitat von Frau Waffenschmidt, die beim IQWiC arbeitet und beim Ärzteblatt dieses Interview gegeben hat, wo dieses Zitat vorkommt. Auf allen Konferenzen, auf denen ich war, mit allen Nutzenden, mit denen ich mich unterhalten habe, mit allen in der Community, mit denen ich geredet habe, war immer das Thema PubMed in den letzten Wochen irgendwie das Thema, was immer wieder aufploppte und vor allen Dingen die Sorge irgendwie um PubMed. Wird es das weitergeben? Wird es da Probleme geben? Müssen wir da was tun? Muss da was getan werden? Und das war auch so, was uns den Denkanstoß gegeben hat. Aber bevor wir ganz konkret werden, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen und einmal die Frage stellen, wie sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen, dass wir uns auf einmal diese Frage stellen? Und ich denke, wenn man von der Ausgangssituation schaut, dann hatten wir eine Forschungsinfrastruktur, die auch von Globalisierung und Digitalisierung getrieben war. Das heißt, man hat auch ressourcensparenderweise und sinnvollerweise Sachen arbeitsteilig gemacht. Also, wie gesagt, in den USA wird ganz wunderbar PubMed gemacht, ein anderes Land macht was anderes und so ergibt das Ganze ein wunderbares, schönes Bild.
Wir haben halt jetzt gemerkt, dass Ressourcensparen aber auch bedeutet, dass eine Abhängigkeit von einem Land, von einer Regierung, von einem Geldgeber einfach das ist, was vielleicht gefährlich sein kann. Das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen lernen müssen, weil es einfach in vielen Ländern Budgetkürzungen gab bei Forschung und auch bei Bibliotheken. Und deswegen denken wir, das, was sich jetzt hier entwickelt, oder entwickeln muss, ist halt eine souveräne, resiliente, aber trotzdem weiter globale Forschungsinfrastruktur. Und wie wir das schaffen wollen, wollen wir hier halt auch zeigen. Und was jetzt das ganz konkrete Anlass dieses Thema ist, aber dass es eigentlich nur ein Beispiel ist, dass es eben in den USA Bewegungen gibt, die eben manche von uns besorgen. Zum Beispiel, dass halt Forschungsgelder gekürzt wurden zu Themen wie Diversität. Dass viele erzählen auch, dass es einen Kontaktabbruch gab von Forschenden, dass Forschende aus den USA sich zurückgezogen haben. Es ist auch so, dass Datenbanken gesperrt wurden, teilweise für einzelne Länder und so weiter und so weiter. Also man spielt hier ja, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir spielen hier beliebig Nachrichten-Ping-Pong. Da kommt was, da kommt was. Man weiß nicht bei allem, was stimmt oder kennt die Quelle nicht genau, aber trotzdem gibt es da einfach sehr, sehr viele Themen. Und um da genau zu sagen, worum geht es denn bei PubMed? Das ist ja unser Thema. Ich nehme an, wo Sie hier sind, kennen Sie alle PubMed, aber ich will es doch noch mal vorstellen. Also sie wird von der National Library of Medicine gemacht. Sie wird wahnsinnig stark genutzt, weil es so eine gute und tolle Datenbank ist. Sie hat 10 Millionen Suchanfragen pro Tag. Sie hat 3 Millionen Unique User am Tag. Sie ist die Grundlage für die Lebenswissenschaften mit den ganzen bibliografischen Literaturangaben, mit den Abstracts, mit auch dem ganzen zusätzlichen Kontext, was da ist. Der Kern von PubMed ist sicher die Datenbank Medline. Aber darüber hinaus gibt es eben noch viele Inhalte und Mehrwerte, die PubMed bietet, die PubMed zu dem gemacht hat, was sie ist, nämlich die Grundlage, auf denen die meisten LebenswissenschaftlerInnen arbeiten. Und nicht nur das, auch ganz viele andere Portale arbeiten damit, zum Beispiel eben EuroPubMed Central, was von dem europäisch ausgerichteten EBI betrieben wird. Auch die benutzen die Daten von PubMed, OpenAlex benutzt die Daten von PubMed und. Und natürlich gibt es deswegen sehr, sehr viele Befürchtungen, wie sich die Community macht, wo es dann zu Einschränkungen kommen könnte. Weil stelle man sich vor, morgen gäbe es Pub nicht mit mehr, dann würde eine Kaskade an Dingen möglicherweise passieren. Kann man sich überlegen, okay, was könnte denn eine Alternative sein zu PubMed? Also gibt es nicht noch was anderes? Ja, ganz viele sagen, ja, was ist denn mit EuroPMC? Ja, das ist auch ein ganz tolles Tool. Auch das hat zusätzliche Funktionen, aber auch das basiert auf PubMed-Daten im Kern. OpenAlex ist auch ein wahnsinnig tolles Tool. Auch das basiert auf PubMed-Daten im Kern. Dann gibt es natürlich noch, nicht zu vergessen, die kostenpflichtigen Angebote also von Elsevier oder Clarivate, Embase, Scopus, Web of Science. Auch die sind ganz wunderbar, aber die kosten eben Geld, das nicht überall da ist. Und um uns selber nicht zu vergessen, ZBMed hat ja die Datenbank Livivo, die allerdings auch auf PubMed-Daten basiert. Also Sie sehen, es gibt Alternativen, aber eigentlich sind es keine wirklichen Alternativen. Und was auch hier ist, auch hier besteht eine Abhängigkeit jeweils zu einem Finanzgeber. Das heißt, auch hier ist die Gefahr einfach, wenn Gelder abgezogen werden, dann funktioniert das System nicht mehr. Und das ist bei so einer kritischen Infrastruktur oder einer Bedeutung, die PubMed erlangt hat für diesen Bereich, einfach das, was problematisch ist. Und um diesen Umstand wollen wir uns kümmern. Und jetzt kann man sich vielleicht, weiß ich nicht, wer von Ihnen ZBMed auch schon kannte, der fragt sich vielleicht nicht, aber vielleicht die Frage, wieso denken wir, dass wir dafür der richtige Ort sind? Das hat verschiedene Komponenten. Das eine ist, wir bieten eben selber ein Discovery-System an und kennen alle Schwierigkeiten, Herausforderungen und haben auch eben die entsprechenden Kompetenzen, um so eine Datenbank aufzubauen. Wir eben benutzen selber PubMed-Daten schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Wir kennen PubMed-Daten, wir wissen, was die Erfordernisse sind, wir wissen, wie die Prozesse dort laufen, also zumindest das, was wir von außen sehen können, weil auch hier ist wieder der Nachteil. PubMed ist auch verständlicherweise nicht Open Source. Das heißt, wir können nicht reingucken, wir können nur von außen nachbauen. Dann, das weiß ich nicht, ob Sie das wissen, ein zentrales Kernstück von PubMed ist ja auch der Mesh, also die Terminologie, die die NLM erstellt.
Und hiervon ist ZB Med, sind wir diejenigen, die die deutsche Übersetzung machen. Das heißt, auch was den Mesh angeht, haben wir viel Erfahrung und sehr, sehr tiefe Kenntnisse. Dazu sind wir ZB Med, Informationszentrum Lebenswissenschaften. Also die Lebenswissenschaften ist unser Zuhause. Wir kennen das Fachgebiet, die wesentlichen Zeitschriften, die Verlage, die Strukturen, das, was sie brauchen. Das kennen wir einfach sehr gut, weil das seit Jahrzehnten unser tägliches Geschäft ist. Und darüber hinaus sind wir eben nicht nur Bibliothek, sondern wir sind sehr stark in der Forschung von Data Science. Wir sind in den nationalen Forschungsdateninitiativen unterwegs. Wir machen eben auch sehr, sehr viel im Verlagsumfeld, da eben auch bibliothekarisch in der Lizenzierung. Und das heißt, wir kennen das ganze Umfeld sowohl von den Nutzenden als eben auch von den erforderlichen Daten und den Verlagen. Und nicht zuletzt, wir sind eine öffentlich geförderte Einrichtung. Das ist noch nicht das glücksbringende Heil, wie wir mittlerweile feststellen können, alle. Aber ZB Med steht für Open Source. Und das heißt, wir wollen etwas schaffen, was eben Regierungen, Länder, Einzelentscheidungen überdauert. Und an dieser Stelle übergebe ich gerne an Konrad Förstner. Ja, herzlichen Dank, Miriam, für die Einführung. Und mit all diesem jetzt im Hinterkopf wollen wir jetzt einmal vorstellen, wie das Projekt entsprechend aussieht. Und dazu muss man erstmal sagen, es wird ein kurzes Projekt sein. Das heißt, wir werden uns erstmal 18 Monate uns auf dieses Projekt einschließen und dann schauen, wie es weitergeht. Kern oder Ziel ist es der Aufbau einer Basisversion, einer Alternative zu PubMed, inklusive der Datenzusammenführung. Das heißt, dass wir eben keine Abhängigkeit haben, sondern eigentlich die Quelle sind und die Datenzusammenführung von Metadaten selber bewerkstelligen. Wie schon erwähnt, soll das Ganze dann Open Source verfügbar sein für die Tools und die Werkzeuge, die entsprechend nötig sind, und die Daten als Open Data verfügbar sein, soweit das geht, und die Verlage dort einstimmen. Das heißt, wir wollen hier eine resiliente und nachhaltige Infrastruktur aufbauen, sodass nach dieser Projektzeit theoretisch jeder das nehmen kann und damit weitermachen kann. Wir wollen dabei auch möglichst transparent sein. Das sind wir jetzt auch mit dieser Veranstaltung gerade. Wir wollen den Antrag dann noch entsprechend frei rausgeben. Und das heißt, wir sind jetzt schon im Prozess mit der Community im Austausch, um das entsprechend zu gestalten. Das heißt, wir starten jetzt mit der Kommunikation vor dem eigentlichen Projekt Start und auch eigentlich vor der Beantragung. Das machen wir alles in Rücksprache mit der DFG, die natürlich auch sehr viel Interesse hat, das Ganze auf nachhaltige Beine zu stellen und auch diese Transparenz sehr begrüßt. Damit wollen wir einfach auch diese Befürchtungen aus dem Raum schaffen. Wir wollen Kristallisationskeim sein für die Diskussion. Wir wollen vielleicht auch andere Initiativen finden, die in die gleiche Kerbe schlagen. Und wir wollen dann einfach auch schnell beginnen können. Das heißt, der Aufschlag zu diesem Projekt hat eigentlich schon angefangen, obwohl das Ganze noch nicht finanziert ist. Aber wir wollen hier durch Transparenz einen Nährboden schaffen für eine gute Zusammenarbeit. Die nächsten Schritte sind die Einreichung eines Antrages bei der DFG in den nächsten Tagen. Der Antrag wird dann veröffentlicht, so dass auch dort nachgelesen werden kann, was wir eigentlich geplant haben. Wir wollen in der Kommunikation, wie gesagt, offen sein. Und das heißt, wir wollen hier eine offene Infrastruktur aufbauen, die mit abgestimmt ist mit der Community, mit den Verlagen, aber auch mit der Politik. Wir machen auch jetzt schon ein Monitoring der Veränderungen. Das heißt, wie gesagt, wir haben hier einen Discovery Service, der jetzt schon auf den Daten von PubMed basiert, und wir machen einen Abgleich, was passiert inhaltlich auf den eigentlichen Daten, aber auch bei dem Mesh-Datensatz. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Projektwebseite, die jetzt hier eingeblendet wurde, und wir werden den Aufbau einer Mailingliste heranführen. Für uns ist ganz, ganz wichtig dieser Zusammenarbeit mit der Community bei diesem Antrag. Das heißt also, wir wollen ein großes Netzwerk aufbauen, was die verschiedenen Stakeholder beinhaltet und dadurch ja, möglichst effizient dieses Projekt umsetzen kann. Zentral dabei ist dieser Datensatz, der generiert wird, und man muss sich dazu vorstellen, dazu muss man einiges machen. Das heißt, mit den Verlagen müssen dort entsprechend Absprachen gemacht werden, sodass diese Daten bei uns submitted werden, bei uns prozessiert werden können und dann entsprechend weitergereicht werden können.
Gleichzeitig wird der Mesh auch entsprechend behandelt. Das heißt, diese Technologie soll entsprechend angewandt werden auf diesen neuen Datensatz, der kontinuierlich weiterentwickelt wird und damit ein sozusagen Drop-in-Replacement für das, was die NLM momentan bietet, hergestellt werden für den Fall der Fälle, dass PubMed eben nicht mehr verfügbar ist. Und zudem werden wir auch ein Webinterface bauen, das sich ähnlich verhält wie PubMed, sodass auch hier eigentlich eine Veränderung einfach stattfinden kann, ohne dass also ein neues Tool genutzt werden kann, ohne dass man sich darauf neu einstellen muss, sondern eigentlich mit den gewohnten Handhabungen da herangehen kann. Die Infrastruktur werden wir bei Denby hosten, der deutschen Bioinformatik-Infrastruktur. Das heißt, wir werden hier auch eine belastbare Infrastruktur parat haben, die auch größere Last entsprechend bewältigen kann. Und das Gesamtpaket wollen wir, wie gesagt, in diesem Projekt angehen, in diesen 18 Monaten und haben dazu auch entsprechend schon den Antrag nahezu fertig, sodass wir den auch entsprechend baldig einreichen können und dann auch zeitnah mit dem Projekt beginnen können. Wir fangen natürlich jetzt auch schon an, diese Community einzufangen, was wir mit diesem Event auch gerade machen. So, und damit. Ja, damit ist die Frage, die Sie sich vielleicht stellen, das ist ja schön, dass wir das aufbauen, aber was ist denn, wenn PubMed bleibt, was wir uns sehr, sehr hoffen, weil auch wir eben sehr gerne mit dieser hohen Qualität und diesem wunderbaren Tool arbeiten, um das ganz deutlich hier nochmal zu sagen. Ist das dann umsonst? Aus unserer Sicht nicht. Denn das Einzige, was PubMed halt vielleicht man als kleine Schwäche ausmachen könnte, ist, dass dort natürlich das vor allen Dingen in englischer Sprache ist, was völlig verständlich ist. Aber was ist mit anderen Sprachen, gerade in den Lebenswissenschaften, gerade auch in der Medizin? Deutsch, Französisch, Italienisch. Auch hier werden viele, gerade klinische Studien in der Landessprache veröffentlicht. Und wir denken, wir hätten dann halt die Grundlage, eben zum Beispiel dieses quasi ein PubMed für andere Sprachen zu machen. Und wir haben dann auch eine Open Source Infrastruktur gebaut, die eben flexibel nachnutzbar ist für jeden und für alles Mögliche. Das heißt, wenn PubMed bleibt, kann nämlich auch PubMed das Ganze nutzen. Also nehmen wir an, es werden Gelder gekürzt oder gestrichen, ist vielleicht die Dinge, die wir tun, kann dort an einer oder anderen Stelle vielleicht ein Pflaster sein, sodass wir die NLM darin unterstützen können, PubMed zu erhalten. Auch das wäre ja das, was für die Community hilfreich ist, und das ist das Ziel, eben einfach eine resiliente, stabile Infrastruktur zu haben und nicht ein Konkurrenzsystem oder ein Parallelsystem aufzubauen. Und dass das dann eben wieder eben alles zusammengeht, deswegen, das soll nichts Trennendes sein, sondern eben genau etwas Verbindendes. Dann komme ich auch zum Ende. Und das eine ist so ein bisschen ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Vorgehensweisen. Wir machen eine Veranstaltung, bevor wir für ein Projekt, für den wir den Antrag noch nicht mal eingereicht haben. Das macht man eigentlich nicht. Aber es sind Zeiten, die anders sind als die davor. Und Veränderungen erfordern eben verändertes Verhalten. Und die Meldungen, die wir bekommen, sind so, dass wir denken, dass Schnelligkeit jetzt hier das A und O ist. Deswegen, wir fangen an, wenn sich die Welt danach anders verändert, kann man auch dann wieder was anders machen. Also hier werden keine Entscheidungen getroffen, die dann nicht umkehrbar, veränderbar sind, sondern wir sind da auch total offen. Und wir haben da für uns auch schon so ein persönliches Fazit getroffen, was es aus unserer Sicht braucht, um Forschungsinfrastruktur nicht nur in den Lebenswissenschaften, aber auch zu erhalten. Und zwar ist das eine halt wirklich ganz, ganz viel Kommunikation, miteinander sprechen, länderübergreifend, einrichtungsübergreifend, Politik mit Wissenschaftlern, also alles, was man sich vorstellen kann. Dann einfach ein hohes Maß an Flexibilität, die wir versuchen jetzt eben hier zu zeigen. Dann braucht es eben öffentliche Strukturen, öffentliche Finanzierung, anders kann das nicht klappen. Und vor allen Dingen im Kern eben dann Open Source. Also was ich die letzten Tage mal gesagt habe, wenn man jetzt nicht verstanden hat, warum Open Source Sinn macht, dann weiß ich kein besseres Beispiel. Also das ist so ein bisschen das Ziel, das wollen wir weiter vorantreiben. Und wir freuen uns gleich auf Ihre Fragen. Noch ein Kommentar vorneweg. Es gibt schon Einrichtungen, die uns dankenswerterweise mit einem Letter of Support unterstützen. Dazu gehört die Charité, die AWMF, die AGMB, auch der gemeinsame Bundesausschuss, der Verlag Frontiers
und noch einige mehr. Und wir würden uns über jeden freuen, jede Einrichtung freuen, auch die uns etwas schicken will. Wie gesagt, ich habe gesagt, Zeit ist der Schlüssel im Moment. Das heißt, es ist leider ein ziemlicher Druck. Das heißt, die müssten leider bis zum Ende der Woche schon wissen, ob sie einen schicken möchten. Den Brief an sich könnten Sie uns dann auch später schicken, aber wir müssten ihn halt wenigstens im Antrag ankündigen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich oder wir uns sehr herzlich und freuen uns auf Ihre Fragen.